Willkommen in Afghanistan, einem Land, in dem die Grenzen zwischen dem Natürlichen und Übernatürlichen verschwimmen und in dem uralte Geheimnisse im Schatten hoch aufragender Berge und windgepeitschter Wüsten lauern, die seit Jahrhunderten von Menschen unberührt bleiben. Hier erzählt das Flüstern der Vergangenheit von Riesen, die durch das zerklüftete Gelände streifen, und ihre legendäre Existenz hat sich sowohl als Folklore als auch als beunruhigende Berichte moderner Zeitzeugen in die Annalen der Zeit eingebrannt. Wenn Sie tiefer gehen, werden Sie vielleicht auf den Spuk des Observation Post Rock stoßen, wo Soldaten unheimliche Erscheinungen und ungeklärte Phänomene gemeldet haben. Oder die übersinnlichen Djinn, ätherische Wesen, die den Ortsansässigen Angst und Schrecken einjagen. Aber die Geheimnisse Afghanistan beschränken sich nicht nur auf das Übersinnliche. In seinen alten Höhlennetzen verbergen sich Entdeckungen, die unsere Geschichte völlig neu schreiben können. In diesem Video erkunden wir alle Geheimnisse, seltsamen Begegnungen und Sichtungen, lokalen Legenden und archäologischen Entdeckungen, die Sie in ein Reich entführen, in dem die Grenzen zwischen Legenden und historischen Fakten nicht mehr zu unterscheiden sind. Chachre Gulgula, die Stadt der Schreie. Inmitten der rauen Landschaft des Hindukusch liegt das eindringliche Relikt einer einst blühenden Stadt. Dieser verlassene Ort, heute nur noch ein Schatten seiner einst glorreichen Vergangenheit, birgt in seinen zerfallenen Mauern eine Geschichte von Tragödie und Schrecken, die Jahrhunderte überdauert hat und wo die Schreie seiner verstorbenen Bewohner nachhallen. Schreie, die laut Ortsansässigen auch nachts noch zu hören sind. Die tragische Geschichte der Stadt beginnt im 13. Jahrhundert, während der gnadenlosen Eroberungen von Chinggis Khan. Hier, in Chachre Gulgula, ereignete sich eine unvorstellbare Gräueltat, die den Boden für immer mit dem Blut Unschuldiger befleckte und sich als Ort unvorstellbaren Grauens in die Geschichte einbrannte. Die mongolische Invasion, angeführt vom furchterregenden Chinggis Khan, brach mit einer ebenso unerbittlichen wie brutalen Wut über die Stadt herein. Die Einwohner, die Widerstandskraft und Mut bewiesen hatten, wurden schließlich von der Wut der Mongolenhorde vernichtet. Das darauffolgende Massaker war so schrecklich, dass angeblich sogar die Steine der Stadt vom Blut der Ermordeten weinten. Männer, Frauen und Kinder fielen dem Schwert zum Opfer. Ihre Schreie hallten durch die Täler und Hügel und erzeugten eine Symphonie aus Terror und Qual, die die Stadt noch jahrhundertelang heimsuchen sollte. Der Legende nach konnten die Seelen derer, die bei diesem brutalen Angriff ums Leben kamen, keinen Frieden finden. Ihre gequälten Geister, gefangen in den Ruinen, gaben Chachre Gulgula seinen unheilvollen Titel, die Stadt der Schreie. Besucher der Stätte berichteten von einem unglaublichen Angstgefühl, dem Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Die Luft ist schwer von der Last unsagbaren Kummers und die Stille wird oft von unerklärlichen Geräuschen durchdrungen. Flüstern im Wind, leise Schreie und herzzerreißende Klagen, die aus der Erde zu kommen scheinen. Der erschreckendste Aspekt dieser Berichte ist die Konsequenz, mit der diese unheimlichen Ereignisse erlebt werden. Viele haben davon gesprochen, die schwachen, fernen Geräusche einer Stadt in Not zu hören, das Klirren von Schwertern, das Donnern von Pferdehufen und, was am eindringlichsten ist, die Schreie der Sterbenden, die ihre letzten schrecklichen Momente wiederholen. Diese akustischen Halluzinationen sind so lebendig und real, dass Besucher die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Realität und Übersinnlichem in Frage stellen. Wenn die Nacht über die Ruinen von Chachre Gulgula hereinbricht, wird die Atmosphäre noch bedrohlicher. Der Mond wirft lange, unheimliche Schatten auf die bröckelnden Mauern und zerbrochenen Torbögen und schafft eine furchterregende Landschaft. Die leisen Geräusche der Vergangenheit werden deutlicher, als würde die Dunkelheit die Schreie der längst verstorbenen Seelen verstärken. Einige haben sogar berichtet, gespenstische Erscheinungen gesehen zu haben, Gespenstergestalten, die durch die Ruinen streifen, vielleicht ihre letzten Momente noch einmal erleben oder nach Erlösung suchen, die nie kam. Die Geschichten dieser Erscheinungen sind keine bloße Folklore. Sie werden mit einer Überzeugung erzählt, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Beschreibungen von schattenhaften Gestalten, die sich durch die Ruinen bewegen, das Gefühl, von unsichtbaren Händen berührt zu werden und der plötzliche Temperaturabfall haben selbst Skeptiker überzeugt. Die Stadt der Schreie scheint ihren Namen treffend zu tragen, nicht nur wegen der Schrecken, die sich vor Jahrhunderten ereigneten, sondern auch wegen der anhaltenden Präsenz von etwas Unerklärlichem, etwas, das sich dem Verständnis der Lebenden entzieht. Der verwunschene Außenposten. Der sogenannte Observation Post Rock ist ein 9 Meter hoher Erdhügel in der afghanischen Provinz Helmand. Dieser Ort, einst ein strategischer Aussichtspunkt für die Marines und britischen Soldaten, hat sich zu einem Knotenpunkt paranormaler Aktivitäten und historischer Intrigen entwickelt. Die mysteriösen Dinge, die die dort stationierten Soldaten beobachteten, hörten und fühlten, waren so unglaublich und zahlreich, dass die New York Times einen ganzen Artikel veröffentlichte, in dem alles über den Ort detailliert beschrieben wurde. Der Außenposten mit Blick auf die Mohnfelder des Garmsir-Distrikts wurde ursprünglich wegen seines taktischen Vorteils geschätzt. Die dort stationierten Marines stießen jedoch bald auf unerklärliche Phänomene. Seltsame Lichter in der Nacht, unheimliches Flüstern in der Dunkelheit, unerklärliche Funkstörungen, plötzliche Kälte und den beunruhigenden Geruch von Verfall. Diese Erfahrungen waren für die Soldaten unverständlich und deuteten auf etwas Tiefgreifenderes und Beunruhigenderes hin. Die Anwohner der Amir-Aga-Dörfer, die heute eine Hochburg der Taliban sind, hielten das Gebiet schon lange für verflucht und mieden es um jeden Preis. Dieser Glaube hatte seine Wurzeln in der Geschichte der Region, die durch die gescheiterten Militärkampagnen nicht nur die Amerikaner und Briten, sondern auch der kommunistischen afghanischen und sowjetischen Streitkräfte beeinträchtigt wurde. Der eindringliche Ruf des Observation Post Rock war also nicht nur ein Produkt jüngster Erfahrungen, sondern ein Höhepunkt jahrhundertelanger Konflikte und Trauer. Einheimische in der Nähe des Observation Post Rock erzählen von einer erschreckenden Geschichte. Sie behaupten, dass bei den ersten amerikanischen Raketenangriffen gegen die Taliban Rebellenkämpfer in der Gegend lebendig begraben worden seien. Als amerikanische Marines Anfang der 2000er Jahre eintrafen, um einen Stützpunkt zu errichten, entdeckten sie mehrere Leichen in flachen Gräben. Als die Amerikaner später ein eingestürztes Höhlensystem unter der Stätte ausgruben, stießen sie auf einen weiteren Haufen menschlicher Überreste. Interessanterweise handelte es sich bei diesen menschlichen Überresten nicht um die jüngsten Taliban-Kämpfer, sondern um Personen, die Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte zuvor gestorben waren. Ein lokaler Gelehrter aus Garmsir verriet der New York Times, dass der Hügel ursprünglich eine Festung war. Im Laufe der Zeit verwandelte sie sich in eine spirituelle und Begräbnisstätte, insbesondere für die ethnischen Pashtunen, eine ostiranische ethnische Gruppe, die hauptsächlich im Nordwesten Pakistans sowie im Süden und Osten Afghanistans lebt. Die Gründung der Festung geht auf die Zeit vor den 1740er Jahren zurück, mit Einflüssen aus verschiedenen Reichen und sogar Spuren des Erbes Alexander des Großen. Die letzte bekannte Nutzung des Felsens als Friedhof erfolgte um 1980 während des sowjetisch-afghanischen Krieges. Zu diesem Zeitpunkt richteten Nazim Akhundzada, ein berüchtigter aufständischer Kommandant, und seine Männer etwa 40 afghanische kommunistische Polizisten hin und begruben sie auf dem Hügel. Diese brutale Tat, die von einigen örtlichen Beamten angefochten wurde, festigte den Status des Felsens als Ort des Todes und der Verzweiflung weiter. Der eindringliche Charakter des Außenpostens war nicht nur ein lokaler Volksglaube, sondern wurde auch von den dort stationierten Marines und britischen Soldaten aus erster Hand erlebt. Unteroffizier José Herrera, der 2009 Zeit am Rock verbrachte, beschrieb, wie er Zeuge mysteriöser Lichter wurde. Er hörte seltsame Störgeräusche im Radio und hatte das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden. Diese Erfahrungen wurden von vielen Soldaten geteilt, was den Spukgeschichten Glaubwürdigkeit verleiht. Die paranormalen Aspekte von Observation Post Rock erregten größere Aufmerksamkeit, als Tom Coughlan, ein ehemaliger Journalist der London Times, über die Erfahrungen der Marines im Jahr 2009 berichtete.
Diese Berichte wurden später in einer Episode mit dem Titel »Unter dem Felsen« in der Sendung Paranormal Witness – True Terror des Sci-Fi-Kanals aus dem Jahr 2015 vorgestellt. In der Sendung waren dieselben Marinesoldaten zu sehen, die Coughlin 2009 interviewt hatte. Zu den Erfahrungen der Soldaten, die vorerst als stressbedingte Halluzinationen abgetan wurden, gehörten drastische Temperaturschwankungen, unerklärliche Lichter und Stimmen in der Nacht, die sich logischen Erklärungen entzogen. Einer der erschreckendsten Berichte kam von einem Marinesoldaten, der behauptete, in der Dunkelheit russische Stimmen flüstern gehört zu haben. Eine eindringliche Erinnerung an das Engagement der Sowjetunion in der Region. Diese Erfahrung wurde von Dutch Perkins wiederholt, einem Unteroffizier in einer Truppe, die Coughlins Befragte ersetzte. Perkins erzählte, dass er während der Wache eine Stimme Russisch sprechen hörte, ein Phänomen, das ihn zutiefst verunsicherte. »Wenn ich nur daran denke, sträuben sich mir die Haare auf dem Arm. Anfangs war es ganz leise, aber irgendwann hörte es sich an, als ob jemand neben mir stehen würde.« Der unheimliche Ruf des Observation Post Rock ist ein Spiegelbild der Konflikt- und Leidensgeschichte Afghanistans. Einheimische sagen, dass das Gebiet jahrhundertelang als Grabstätte genutzt wurde und dass es während des afghanisch-sowjetischen Krieges in den 1980er Jahren auch Schauplatz mehrerer Massaker beider Seiten war. Das mit Überresten vergangener Kriege übersäte Gebiet, darunter die verrosteten Wracks sowjetischer Schützenpanzer, gilt als Ort sowohl von historischer Bedeutung als auch von übernatürlichen Ereignissen. Abdul Ghani, ein langjähriger Einwohner von Garmsir, beschrieb die Gegend als schwer und beängstigend, geprägt vom Tod vieler Menschen und vermutlich voller Geister, die spuken. Er erzählte eine schockierende Geschichte aus dem afghanisch-sowjetischen Krieg, als eine Kolonne sowjetischer Panzer in der Erde versank und verschwand. Man glaubte, dass das Land, erfüllt vom Echo der Gefallenen, von zahllosen Seelen heimgesucht wurde, die in der Hitze des Gefechts ihr Ende fanden. Vielleicht ist das keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass Afghanistan auch als Friedhof der Imperien bekannt ist. Dieser Beiname rührt vom wiederholten Scheitern großer Imperien, von den alten Griechen und Mongolen bis zum Britischen Empire und der Sowjetunion her, die Region dauerhaft zu unterwerfen. Das jüngste Engagement der Vereinigten Staaten fügt diesem Narrativ ein weiteres Kapitel hinzu. Dieses Land war Zeuge unzähliger Schlachten, die im Laufe der Jahrhunderte zum Verlust von Millionen von Menschenleben führten. Eine solch lange und intensive Geschichte von Konflikten und Blutvergießen hat zu Theorien geführt, die die paranormalen Ereignisse der Region mit ihrer turbulenten Vergangenheit in Verbindung bringen. Die Theorie geht davon aus, dass die schiere Zahl der Todesfälle und die Intensität der mit diesen Konflikten verbundenen Emotionen einen bleibenden Eindruck im Land hinterlassen haben. Es deutet darauf hin, dass das Trauma und die Unruhen, die über Generationen hinweg erlebt wurden, irgendwie den Boden Afghanistans durchdrungen haben und sich in paranormalen Aktivitäten manifestiert haben. Es wird angenommen, dass die Echos der Gefallenen in Form ungeklärter Phänomene nachklingen, von unheimlichen Geräuschen bis hin zu gespenstischen Erscheinungen. Sie gelten als Restenergie der unzähligen Seelen, die im Kampf um die Kontrolle dieses strategisch wichtigen, aber uneinnehmbaren Landes umkamen. Die Giganten Afghanistans. Wenn Sie unserem Kanal folgen, sind Sie zweifellos auf die berüchtigte Geschichte des Riesen von Kandahar gestoßen. Allerdings ist diese Begegnung nicht die einzige Begegnung von Giganten in Afghanistan. Wir haben zahlreiche Berichte von Soldaten gefunden, die erzählt haben, in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten riesige Humanoiden gesehen zu haben, die den normalen Menschen überragen. Wir erzählen Ihnen all diese Geschichten, beginnend mit der berühmtesten, den Riesen von Kandahar. Die Geschichte wurde bekannt, als sie auf Art Bell's Coast to Coast AM erschien. Den Berichten zufolge wurde eine Patrouille der US-Armee in der Region Kandahar, einem Ort mit rauem Gebirgsgelände und unerbittlichem Klima, vermisst. Ein Such- und Rettungsteam wurde entsandt und nach einer umfangreichen Suche fanden sie einen großen Eingang zu einer Höhle. Am Eingang dieser Höhle
standen sie einem Wesen von immenser Größe gegenüber, das als Riese beschrieben wurde. Diese Kreatur war mindestens 3,60 Meter bis 4,60 Meter groß, hatte einen schweren, muskulösen Körperbau, rötliches Haar und einen Bart. Die Gestalt hatte 6 Finger an jeder Hand und doppelte Zahnreihen. Seine Haut hatte eine rötliche, verwitterte Textur, fast so, als wäre sie Teil der rauen Landschaft selbst. Der Riese trug einen gewaltigen Speer. Die Begegnung endete tödlich, als der Riese das Team angriff. Die für den Kampf unter extremsten Bedingungen ausgebildeten Soldaten befanden sich in einem Kampf ums Überleben. Das Gefecht war brutal und schnell. Am Ende wurde der Riese getötet, aber nicht ohne Kosten. Das Team erlitt Verluste. Der Körper dieses kolossalen Wesens soll per Hubschrauber geflogen worden sein. Eine Aufgabe, die aufgrund seiner immensen Größe und seines Gewichts, Berichten zufolge, ein Frachtnetz und erhebliche Anstrengungen erforderte. Der Bestimmungsort dieser außergewöhnlichen Fracht bleibt unbekannt und liegt im Geheimnis. Der Havoc Journal Blog, eine Webseite, die als Stimme der Veteranengemeinschaft fungiert, veröffentlichte eine Sammlung von Berichten von Soldaten, die von vielen Begegnungen mit Giganten in Afghanistan berichteten, die weitgehend unbekannt blieben. Wir werden diese Berichte durchlesen und uns dabei genau daran halten, wie die Geschichte im Blog des Havoc Journal zitiert wird. Der Riese von Kunar. Von 2008 bis 2009 war ich als Infanterieteamleiter bei der Armee in der afghanischen Provinz Kunar im Einsatz. Eines Nachts begaben wir uns auf eine Beobachtungspatrouille, um ein Dorf zu überblicken, von dem wir vermuteten, dass dort Sprengsätze ausgingen, aufgrund einer erfolgreichen Bergung von Sprengsätzen ein paar Wochen zuvor. Mein Leutnant gab mir ein neues Wärmebildssystem namens Recon 3, mit dem keiner von uns vertraut war, und sagte mir, ich solle herausfinden, was ich kann, und diese Informationen an die anderen Teamleiter weitergeben. Ich fing an, mit dem Recon 3 herumzuspielen. Ich wollte seine Fähigkeiten sehen und war von der Klarheit des Zooms überrascht. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, mit den verschiedenen Funktionen herumzuspielen und das Dorf zu beobachten. Ich fing an, über das Tal zu schauen, um zu sehen, was ich sehen konnte, und das brachte mich dazu, entlang des Sporns hinzuschauen, auf den wir gesetzt waren. Wir sahen dort eine sehr große Hitzesignatur auf der Spitze einer der Scheitelpunkte. Ich tat alles, was ich konnte, um ein möglichst klares Bild zu bekommen, denn ich vermutete, dass es sich um eine Gruppe von Taliban handelte, die um ein Licht herum zusammenkauerten, wie sie es in den Bergen zu tun pflegen. Plötzlich stellte sich die Wärmesignatur als ein Wesen heraus. Die Bäume in dieser Gegend wurden etwa 3 bis 3,60 Meter hoch, und dieses Wesen war mindestens so hoch, wenn nicht sogar größer als die Bäume, die es umgaben. Es begann Schritte parallel zu meiner Position zu machen und legte schnell und mühelos den Boden zurück. Sein Schritt war langsam und entspannt, doch bewegte er sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Dies ließ mich glauben, dass diese Kreatur gigantisch war. Sie durchquerte sehr schnell die Landschaft und ich verlor sie entlang eines benachbarten Ausläufers aus den Augen. Ich glaubte zunächst nicht, was ich sah, weil ich davon ausging, dass ich es mir eingebildet hatte. So etwas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Während ich dort war und auch später, als ich wieder zurückkam, habe ich nicht vielen Leuten davon erzählt. Ich behielt es für mich und dachte, was ich gesehen habe, war auf keinen Fall möglich. Aber dann im Jahr 2010 hörte ich mir eine Geschichte über Coast to Coast an. Genau gesagt die Geschichte über den Riesen von Kandahar. Dadurch kamen alle Erinnerungen an meine Dienstzeit wieder hoch und ich musste über andere Dinge nachdenken, die ich während dieses Einsatzes gesehen hatte. Beispielsweise wurde beschrieben, dass die Kreatur feuerorangefarbenes Haar hatte, und es erinnerte mich an eine Tradition, die die Ortsansässigen in der Gegend meiner Sichtung pflegten. Sie färbten ihre Haare leuchtend orange und sogar ihre Ziegen in der gleichen Farbe. Sie gaben nie eine Erklärung dafür. Es schien, als würden sie das hin und wieder tun. Und dann waren plötzlich die orange gefärbten Ziegen verschwunden und auch die Haare der Einheimischen waren nicht mehr orange gefärbt. Ich nahm an, dass es vielleicht eine kulturelle Sache war, die ich nicht verstand. Aber jetzt frage ich mich, ob das eine Art Geste gegenüber der Kreatur, der Nephilim, war oder ob die Ziegen geopfert wurden.
Ich bin Christ und in der Bibel wurde kurz von den Männern von Ansehen gesprochen, auch bekannt als den Nephilim. Ich glaube, die habe ich gesehen. Ein Mitglied einer alten Riesengattung, die von gefallenen Engeln abstammt. Oder es könnte so etwas wie ein Yeti sein, ich bin mir nicht sicher. Auf der Website werden 3 weitere Begegnungen mit Riesen beschrieben, die jeweils von Militärangehörigen erzählt werden, die diese außergewöhnlichen Wesen unter unterschiedlichen Umständen beobachtet haben. Ein anonymer Air Force Reaper Operator berichtete, dass während er eine Drohne im Norden eines gebirgigen Landesteils bediente, scheinbar Riesen begegnete. Die schätzungsweise etwa 3 bis 4 Meter großen Individuen wurden nachts in einem abgelegenen Dorf durch die Mittelwellen-Infrarotkamera der Drohne beobachtet. Die Riesen waren mit alltäglichen Tätigkeiten beschäftigt, wie zum Beispiel mit der Brandbekämpfung und bei der Erledigung von Arbeiten rund um ihre rudimentären Lehmhütten. Ihre Größe war im Vergleich zu ihrer Umgebung deutlich unverhältnismäßig und die Ziegen in der Nähe sahen so klein aus wie Katzen. Der Mitarbeiter bemerkte ihre robuste Kleidung, die der traditionellen afghanischen Kleidung ähnelte, jedoch schwerer verhüllt war. Diese Beobachtung des etwa 10-minütigen Fluges hinterließ aufgrund der schieren Größe dieser Personen einen bleibenden Eindruck. Ein anonymer Flieger der USAF, der von 2012 bis 2018 als FMV-Analyst tätig war, berichtete von einer Begegnung bei der Überwachung vor dem Einsatz nordöstlich von Korengal. Als der Analytiker zunächst eine Gruppe von Personen um ein Feuer herum beobachtete, sah er eine Gestalt, die er für 2 Menschen unter einer Decke hielt. Dieses Individuum überragte die anderen und schien mindestens 2,40 Meter bis 2,70 Meter groß zu sein. Der Riese musste sich deutlich bücken, um eine Lehmhütte zu betreten, was auf seine außergewöhnliche Größe schließen lässt. Die Beobachtung erfolgte mit Infrarottechnologie, was die Fähigkeit zur Erkennung spezifischer Merkmale wie der Haarfarbe einschränkte. Ein Leutnant der australischen Armee, der in der Provinz Uruzgan stationiert war, berichtete von einer Sichtung während seines Wachdienstes in einem leicht gepanzerten Fahrzeug. Mithilfe einer Wärmebildkamera beobachtete der Leutnant eine große, menschenähnliche Gestalt, die aufgrund ihrer ungewöhnlichen Kleidung und Größe anders aussah als die üblichen afghanischen Einheimischen. Die Gestalt war schlachsiger und bewegte sich mit deutlichem Gang. Ursprünglich wurde die Entfernung auf 600 Meter geschätzt. Ein detaillierter Scan ergab jedoch, dass die Figur tatsächlich etwa 1800 Meter entfernt war. Diese Neukalibrierung der Entfernung ließ erstaunlicherweise darauf schließen, dass die Figur mindestens 3,60 Meter groß war. Der Riese schien in gemächlichem Tempo zu gehen, sich seiner Umgebung bewusst zu sein und sich häufig umzusehen, insbesondere in der Nähe der Anlagen. Der Leutnant folgte dieser Figur etwa 5 Minuten lang, bevor sie aus seinem Sichtfeld verschwand. Das ruhige Verhalten der Gestalt und die Art und Weise, wie sie ihre Umgebung absuchte, deuteten darauf hin, dass sie sich der Gegend bewusst war und vielleicht mit ihr vertraut war. Trotz der Entfernung und der Einschränkungen der Wärmebildtechnik waren Größe und Verhalten dieser Figur anders als alles, was der Leutnant zuvor gesehen hatte. Diese einzigartige und ungeklärte Begegnung blieb dem Leutnant in Erinnerung und markierte ein seltenes und unausgesprochenes Erlebnis während seines Einsatzes. Jeder dieser Berichte stammt von Militärangehörigen mit Zugang zu fortschrittlicher Überwachungstechnologie und verleiht den Sichtungen eine zusätzliche Glaubwürdigkeit. Obwohl die Beschreibungen aufgrund der unterschiedlichen Beobachtungsmethoden im Detail variieren, deuten sie durchweg auf das Vorhandensein außergewöhnlich großer menschenähnlicher Figuren hin, die weit über die Größe eines durchschnittlichen Menschen hinausgehen. Diese Begegnungen, die sich über verschiedene Regionen und Zeiten erstrecken, deuten auf ein Phänomen hin, das über bloßen Zufall oder visuelle Fehler hinausgeht. Die kontinuierliche Beobachtung dieser Riesen bei der Ausübung normaler Aktivitäten, jedoch auf eine Art und Weise, die ihre außergewöhnliche Größe hervorhebt, zeichnet ein Bild einer verborgenen Realität in entlegenen Teilen der Welt, die von denen beobachtet wird, die selten darüber sprechen. Diese nun geteilten Geschichten tragen zu den ungeklärten Phänomenen bei, die in isolierten und oft feindseligen Umgebungen auftreten. Das Höhlennetzwerk von Bamiyan.
Tief im Hindukusch-Gebirge liegt das Tal von Bamiyan, ein Ort voller Geheimnisse. Dieses Tal, das für seine alten, hoch aufragenden Buddha-Statuen bekannt ist, birgt auch ein weniger bekanntes Rätsel. Ein weitläufiges, weitgehend unerforschtes Höhlensystem, das Entdecker und Historiker fasziniert. Seit Jahrhunderten wird in der lokalen Folklore und in alten Texten über diese Höhlen geflüstert, was darauf hindeutet, dass sie Geheimnisse bergen, die weit über unser Verständnis hinausgehen. Unter diesen Geschichten gibt es hartnäckige Gerüchte über versteckte Kammern voller moderner Technologie, Überreste einer längst verlorenen Zivilisation, die einst in diesen abgelegenen Hochlanden blühte. Die Ursprünge des Bamiyan-Höhlensystems sind ebenso rätselhaft wie die Legenden, die sie umgeben. Diese in die steilen Felswände gehauenen Höhlen waren stille Zeugen des Aufstiegs und Untergangs von Reichen, der Ausbreitung von Religionen und des unaufhörlichen Laufs der Zeit. Einige Historiker glauben, dass diese Höhlen vor mehr als 1500 Jahren einst von buddhistischen Mönchen bewohnt wurden und als Klöster, Wohnräume und Orte der Meditation dienten. Allerdings bleibt das gesamte Ausmaß des Höhlennetzes unbekannt, da viele Gänge noch unerforscht und für die moderne Welt verschlossen sind. Geschichten erzählen von einem riesigen liegenden Buddha, der größer als die zerstörten stehenden Statuen war und darauf wartete, freigelegt zu werden. Diese Legenden wecken das anhaltende archäologische Interesse und die Hoffnung, dass trotz der Zerstörungen der letzten Jahre noch weitere Geheimnisse der Vergangenheit des Tals entdeckt werden müssen. In den letzten Jahren hat das Tal von Bamiyan die Aufmerksamkeit von Abenteurern und Forschern aus aller Welt auf sich gezogen. Sie kommen auf der Suche nach Antworten, angezogen von Geschichten über verborgene Räume und Korridore, die tief in die Erde reichen und vielleicht zu unentdeckten Schätzen oder uraltem Wissen führen. Manche glauben, dass diese Höhlen sogar Beweise für moderne Technologie beherbergen könnten, die möglicherweise von einer fortgeschrittenen antiken Zivilisation zurückgelassen wurden. Diese Theorie wird durch lokale Legenden gestützt, die von seltsamen Lichtern und ungeklärten Phänomenen in und um die Höhlen sprechen. Die mögliche Verbindung des Höhlensystems mit fortschrittlicher Technologie basiert nicht nur auf lokaler Folklore. Einige Forscher verweisen auf die ausgefeilten architektonischen Techniken, die beim Bau der Höhlen zum Ausdruck kamen, zusammen mit den kolossalen Buddha-Statuen. Sie argumentieren, dass der Grad der Fachkenntnis, der erforderlich ist, um diese komplizierten Strukturen direkt in die Felswand zu schnitzen, auf eine fortgeschrittenere Wissensbasis hinweist als bisher angenommen. Um das Mysterium noch zu verstärken, gab es sporadische Berichte über ungewöhnliche Artefakte, die in den Höhlen gefunden wurden, Gegenstände, die fehl am Platz oder in der Zeit zu sein scheinen. Diese Entdeckungen, die oft geheim gehalten werden oder im Chaos der turbulenten Geschichte der Region verloren gehen, liefern verlockende Hinweise auf verborgene Kammern, die noch erforscht werden müssen. Die afghanische Regierung und internationale Naturschutzgruppen haben Anstrengungen unternommen, um die Städte zu schützen und zu untersuchen. Doch die Weitläufigkeit des Höhlensystems in Kombination mit der politischen Instabilität der Region erschwert eine umfassende Erkundung. Viele Passagen bleiben versiegelt, ihr Inhalt ist vor den Augen der modernen Welt verborgen, was Spekulationen und Legenden anheizt. Die afghanische Sphinx. Obwohl sich diese Sphinx nicht in Afghanistan, sondern in Pakistan befindet, verbinden sie viele mit einer verlorenen Zivilisation, die sich über die gesamte Region erstreckte und sowohl Afghanistan als auch Pakistan umfasste. Dieses im Bamiyan-Tal aufragende kolossale Bauwerk hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit seinem Namensvetter in Gizeh und löste einen Wirbelsturm von Theorien und Spekulationen aus. Zu den faszinierendsten gehört die These, dass es sich bei dieser Sphinx nicht um einen skurrilen Trick der Natur handelt, sondern vielmehr um ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk, eine Schöpfung einer alten, fortgeschrittenen Zivilisation, die längst im Sand der Zeit versunken ist. Die Theorie, dass die afghanische Sphinx ein Produkt menschlichen Einfallsreichtum und keine bloße geologische Formation ist,
öffnet die Büchse der Pandora mit historischen und archäologischen Möglichkeiten. Befürworter dieser Ansicht argumentieren, dass die Proportionen und Merkmale der Sphinx zu präzise und zu bewusst seien, als dass sie das Werk der wahllosen Hand der Natur seien. Sie vermuten, dass es sich bei diesem Bauwerk um das Überbleibsel einer anspruchsvollen Gesellschaft handeln könnte, die zu solch monumentaler Architektur fähig ist. Einer Gesellschaft, deren Existenz und Errungenschaften noch vollständig erforscht oder verstanden werden müssen. Trotz ihrer potenziellen Bedeutung war die afghanische Sphinx jedoch nicht Gegenstand umfassender Forschung. Politische Instabilität und die Herausforderung, die das raue Gelände der Region mit sich bringt, haben die archäologische Erkundung erschwert. Dieser Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen hinterlässt eine von Spekulationen und Mysterien gefüllte Lücke mit mehr Fragen als Antworten zur wahren Natur und zum Ursprung dieser rätselhaften Struktur. Zu der Intrige kommt noch die alte Legende einer verlorenen Stadt namens Sohak hinzu. Einige glauben, dass diese Stadt, die nach einer in der persischen Mythologie verwurzelten Figur benannt ist, einst in der Nähe der afghanischen Sphinx gestanden hat. Die Legende von Sohak, einem vom Helden Feridun gefesselten Schlangenkönig, spiegelt die imposante Präsenz der Sphinx wider und deutet auf eine mögliche kulturelle oder mythologische Verbindung zwischen beiden hin. Könnte die afghanische Sphinx ein Teil dieser verlorenen Stadt gewesen sein? Vielleicht als monumentaler Wächter oder als Symbol königlicher Macht und Autorität gedient haben? Die Vorstellung, dass die afghanische Sphinx ein Relikt der verlorenen Stadt Sohak sein könnte, fasziniert Historiker und Archäologen gleichermaßen. Es bietet die Möglichkeit, ein vergessenes Kapitel der Menschheitsgeschichte aufzudecken, ein Kapitel, das neue Erkenntnisse über die alten Zivilisationen Zentralasiens offenbaren könnte. Die Sphinx könnte ein Schlüssel sein, um die Geheimnisse einer Stadt zu lüften, die bisher nur im Reich der Legenden existierte. Die Vimana-Entdeckung. Im Sommer 2012 löste eine Reihe hochkarätiger Besuche internationaler Politiker in Afghanistan eine Welle von Spekulationen und Intrigen aus. Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy und Angela Merkel unternahmen alle innerhalb kurzer Zeit unerwartete Reisen in die Region, wobei jeder Besuch in einen Schleier der Geheimhaltung gehüllt war. Diese ungewöhnliche Hektik der politischen Elite der Welt löste heftige Spekulationen aus. Was könnte so mächtige Persönlichkeiten nach Afghanistan locken? Mit solcher Dringlichkeit? Die Antwort schien in den Wüsten Afghanistans begraben zu liegen. Gehüllt in das Geheimnis alter Legenden und fortschrittlicher Technologien, die mit der Zeit verloren gegangen waren. Nach durchgesickerten Informationen der US-Armee wurde eine überraschende Entdeckung gemacht. Ein 5000 Jahre altes Vimana, ein Luftfahrzeug aus alten indischen Überlieferungen, war in einer Höhle versteckt. Dies war kein gewöhnlicher Fund. Das Vimana soll in einem Zeitbrunnen gefangen gewesen sein, ein Phänomen, das zum Verschwinden von mindestens 8 amerikanischen Soldaten bei dem Versuch führte, es zurückzuholen. Das Konzept eines Zeitbrunnens, das mit Theorien über elektromagnetische Strahlungsschwerkraftfelder verknüpft ist, geht auf Einsteins einheitliche Feldtheorie zurück und spiegelt die rätselhaften Ereignisse des Philadelphia-Experiments wider. In diesem Zusammenhang war das Vimana nicht nur ein antikes Relikt, sondern ein Knotenpunkt fortgeschrittener wissenschaftlicher Phänomene. Das Vimana, wie es in hinduistischen Schriften wie dem Mahabharata und dem Vimanika Shastra beschrieben wird, war ein Wunderwerk antiker Ingenieurskunst, das sich durch die Luft, das Wasser und sogar den Weltraum bewegen konnte. Sein Design und seine Fähigkeiten wurden in verschiedenen hinduistischen Texten detailliert beschrieben, mit Beschreibungen seiner Verwendung in der Kriegsführung und Erkundung. Diese alten Berichte sprachen von Flugmaschinen mit tödlichen Waffen und hochentwickelten Antriebssystemen, die weit über das Verständnis der modernen Wissenschaft hinausgingen. Die Entdeckung in Afghanistan schien diese alten Texte zu bestätigen. Berichten zufolge war das gefundene Vimana durch eine Energiebarriere geschützt, was seine Gewinnung schwierig machte.
Das Geheimnis verschärfte sich mit der Enthüllung, dass das Vimana in einer zeitlichen Schleife gefangen war, ein Detail, das vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde. Diese Entdeckung war nicht nur von historischer Bedeutung, es hatte auch moderne Auswirkungen. Die Möglichkeit, dass die Technologie des Vimana rückentwickelt oder seine Geheimnisse gelüftet werden könnten, war für jede Nation eine verlockende Aussicht. Kein Wunder also, dass der Ort der Entdeckung zu einem Anziehungspunkt für weltweit führende Persönlichkeiten wurde, die alle diese alte fortschrittliche Technologie verstehen oder vielleicht die Kontrolle darüber erlangen wollten. Unsere Reise durch die mysteriösen Entdeckungen und Begegnungen in Afghanistan geht nun zu Ende und wir bleiben mit einem tiefen Gefühl der Ehrfurcht und einer Vielzahl unbeantworteter Fragen zurück. Afghanistan, ein Land, in dem Geschichte und Legende nahtlos ineinander übergehen, hat uns Rätsel offenbart, die unser Verständnis der Vergangenheit und unsere Wahrnehmung der Realität herausfordern. Von den eindringlichen Echos der Stadt der Schreie bis hin zu den unheimlichen Begegnungen am Observation Post Rock, jedes Geheimnis, das wir erforschten, öffnete eine neue Tür zu einer Welt, in der das Übernatürliche fast greifbar scheint. Die Geschichten über die Riesen Afghanistans und die Entdeckung von Vimana haben die Grenzen zwischen Mythos und historischen Fakten verwischt und lassen uns über die unbekannten Kapitel der Menschheitsgeschichte nachdenken. Es wird deutlich, dass Afghanistan nicht nur ein geografischer Standort ist. Es ist ein Aufbewahrungsort für die tiefgreifendsten Geheimnisse der Welt. Diese Mysterien, ob sie nun in Fakten oder Fabeln verwurzelt sind, erinnern uns an die Weite des Unbekannten und das Potenzial für außergewöhnliche Entdeckungen, die immer noch im Sand der Zeit verborgen liegen. Sie ermutigen uns, über das Gewöhnliche hinauszuschauen, etablierte Narrative zu hinterfragen und die Welt mit einem Sinn für Staunen und Neugier zu erkunden. Wenn Sie Ihre Erkundung fortsetzen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich unseren Dokumentarfilm über Iram anzusehen, die verlorene Stadt der Riesen, die auch als Atlantis des Sandes bekannt ist.